Na gut, jetzt ist er auch noch mit Candice reden. Trotz allem, wir befinden uns ja, wie es aussieht, immer noch hier quasi am Ende dieses Aktes. Okay, dann wollen wir doch gleich mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Aber jetzt will ich erst noch ein bisschen Action hier haben. Gesammelte Menge 8, verbleibende, was? Wie jetzt? Ah, da drüben! Also ernsthaft, die Dinge hatte ich hier überhaupt nicht wahrgenommen eben. I suppose this will do. Tja, also ernsthaft, die Dinge hatte ich ja jetzt eben überhaupt nicht wahrgenommen. Aber wie kommen wir jetzt also hier wieder am besten nach oben? Naja, wir könnten also versuchen, einfach so zu klettern. Und ansonsten zu teleportieren. Wäre jetzt anscheinend wohl auch keine Option. Naja, vielleicht ja doch. War ja eben ja doch eine klitzekleine Möglichkeit. So, also, dann können wir jetzt... Ah, warte mal, wir sind ja jetzt wieder in der Ausgangsposition. Also gut, wo ist jetzt hier Candice? Okay, wir scheinen jetzt wieder mal die vollkommen falsche Stelle erreicht zu haben. Rose, oh Rose, mach meinen Wunsch wahr! Die Blume erblüht aus den Steinen und die Goldrose bittet mir ein Lied dar. Sie singt. Was ist denn jetzt hier auf einmal los? Eine Weltquest, die jetzt einfach so automatisch angeht? Das muss so ein Kinderlied sein, das hier aus Sumero stammt. Eine singende Rose. Was für ein süßes Lied. Leider ist der Junge mitten im Lied davongerannt. Paimon hätte es sich gern zu Ende angehört und ihm danach Hallo zu sagen. Oh, neue Gesichter. Ist das euer erster Besuch im Arudorf? Ja. Das ergibt Sinn. Kein Wunder, dass ihr das Rosenlied vorher noch nicht gehört habt. Ihr seid Gelehrte aus einem anderen Land, die nach Sumero gekommen sind, um hier an der Akademie zu studieren. Ich erinnere mich, dass es an der Akademie viele ausländische Forscher gibt. Wir kennen zwar viele Gelehrte, doch wir selbst zählen nicht dazu. Um genau zu sein, sind wir Abenteurer, und zwar die Welt bereisende Duo Paimon und Phantom Heart. Die Welt bereisen, hahaha. Was soll denn daran so lustig sein? Wir sind wirklich sehr berühmte Abenteurer, das kannst du Paimon glauben. Ah, das habt ihr falsch verstanden. Ich mache mich nicht über euch lustig, nein, im ganzen Gegenteil. Ich freue mich einfach, von so etwas Aufregendem wie Weltreisen zu hören. Wenn man schon so lange in Abgeschiedenheit lebt wie ich und dann plötzlich solche große Worte hört, dann gerät man schnell ins Erstaunen. Es tut mir leid, wenn ich euch beleidigt habe. Mein Name ist Saba. Ich entschuldige mich bei euch und heiße euch im Arudorf willkommen. Ach ja, beide habt gerade über das Rosenlied gesprochen, das Siad gesungen hat? Richtig. Da ihr daran interessiert seid, können wir gerne über das Rosenlied sprechen. Ich hoffe, dass das eure Reise versüßen kann. Willst du es uns vorsingen, Saba? Das wäre einfach super. Das Lied eben war wirklich toll und Paimon will auch das Ende hören. Es tut mir leid, aber ich bin keine besonders gute Sängerin. Aber wir können uns gerne über den Liedtext des Rosenliedes unterhalten. Wie ging das noch gleich? Die Strophe, die bis zu der das Kind eben gesungen hat? Irgendwas mit Rosen können Wünsche wahr machen? Richtig, ein kleines Dorf wie das unsere hat keine große Bibliothek wie die Akademie. Da werden alle Lieder mündlich überliefert.
Ich war schon immer der Ansicht, dass die Blume, die in dem Lied Wünsche erfüllt, der kollektiven Vorstellungskraft unserer Vorfahren entsprungen ist. In einer extremen Umgebung wie der Wüste ist das Wasser eine überaus wichtige Ressource für das Überleben. Unsere Vorfahren haben daher Pflanzen, die Wasser speichern können, eine hohe Bedeutung beigemessen. Sprich, je harscher die geografischen Gegebenheiten sind, desto mehr Legenden über Pflanzen gibt es. Sie sind ein Ausdruck der Sehnsucht unserer Vorfahren nach einem glücklicheren Leben. Gleichzeitig sind sie auch ein Beleg für die symbiotische Beziehung zwischen unseren Vorfahren und den Lebewesen in der Wüste. Was aber dieses Beispiel betrifft: Das Arudorf ist eine Siedlung, die in der Wüste errichtet wurde, und der Boden hier eignet sich nicht nur für Sumeru-Rosen. Die Sumeru-Rosen, die ich selbst angepflanzt habe, wollten hier einfach nicht wachsen. Daher glaube ich, dass die Goldrose aus dem Lied reine Fantasie ist. Moment, Paimon kommt da nicht mehr ganz mit. Saba, wenn die Leute hier ein Schwätzchen halten, reden sie dann immer über solche Themen? Ja, tut mir leid, ich dachte mir, wo ihr beiden ja von außerhalb seid, dass ihr lieber über ein solches Thema sprechen würdet, als über das Wetter oder die Ernte. Symbiotische Beziehung, kollektive Vorstellungskraft. Das ist Paimon alles zu hoch, doch den letzten Satz versteht Paimon. Du hast gesagt, dass der Boden hier sich nicht für die Aufzucht von Sumeru-Rosen eignet. Richtig, und in der Tat, wir haben Sumeru-Rosen bisher nur an Orten gesehen, an denen der Boden feuchter war. Naja, Rosen sind wirklich empfindlich. Wo wir gerade von Rosen sprechen, es gibt eine Sache, die mir soeben erst eingefallen ist. Wo ihr zwei Abenteurer seid, würdet ihr da eine Mission für mich annehmen? Ja, das ist ein Thema, über das wir gerne sprechen können. Phantom Heart und Paimon sind erfahrene Abenteurer, die schon so einiges erlebt haben. Uns ist keine Mission zu schwer. Also, was ist das Problem? Ich weiß, dass es nicht möglich ist, Rosen zum Blühen zu bringen, die nicht an diesen Ort gehören. Ich will sie aber dennoch mit eigenen Augen in ihrer Blüte sehen. Es ist mir etwas peinlich, das so offen anzusprechen, doch das war schon immer mein Herzenswunsch. Ich weiß, dass Rosen auch in der Wüste sprießen können, wenn man einen Dünger einsetzt, der ein hohes Maß an Dendrokraft ausweist. Doch es ist sehr schwer, hier an einen solchen Dünger zu bekommen. Daher möchte ich euch beide darum bitten, für mich Dünger mit einer hohen Menge an Dendrokraft zu kaufen. Dendrokraft? Ja, Dendrokraft kann das Wachstum von Pflanzen in hohem Maße fördern. Es ist besonders effektiv bei Pflanzen, die nicht gut wachsen wollen. Doch ich bin nur eine einfache Frau, der das göttliche Auge nicht zu eigen ist. Gleichzeitig kann ich mir auch keinen hocheffektiven Dünger kaufen. Ich weiß so wirklich nicht weiter. Wenn es dazu nur Dendrokraft braucht, dann ist die Sache recht einfach. Überlasst es einfach uns. Saba scheint Rosen wirklich sehr zu mögen. Sie weiß ganz genau, dass sie nicht für diesen Ort geeignet. Paimon kann das verstehen. Das ist so ähnlich wie wenn der Magen bereits voll ist und kann aber trotzdem hungrig wird. Paimon glaubt, dass das Verlangen von Saba nach den Rosen genauso groß ist wie Paimons Verlangen nach Leckereien. Paimon will ihr unbedingt helfen. Verwende Dendrokraft, um die Samen zu düngen. Okay. Das war jetzt ziemlich einfach. Du kannst die Dendrokraft anwenden. Bin ich aber tatsächlich auf jemanden getroffen, den ein göttliches Auge zu eigen ist? Ich habe schon lange nicht mehr jemanden wie dich getroffen. Das weckt wirklich Erinnerungen in mir. Saba, das sollte funktionieren, oder? Ja, und durch die direkte Anwendung der Dendrokraft sollten sie sehr schnell sprießen. Lass uns einfach abwarten. Langsam wachsen einige dünne und zarte Sprösslinge aus dem Boden. Nachdem sie einige grüne Blätter ausgebildet haben, stellen die Sprösslinge ihr Wachstum ein. Sie sind gesprossen. Paimon hat es ja gesagt. Phantom Heart kriegt alles hin. Das Ergebnis hat sich wie erwartet sofort eingestellt. Ich danke euch. Schade, dass sie keine Blüten ausgebildet haben. Das ist ganz natürlich. Man muss Geduld haben. Pflanzen müssen stets die Wachstumsphasen sprießen, austreiben, Knospenbildung und Aufblühen durchlaufen. Dass du die Sprösslinge so schnell zum Sprießen gebracht hast, ist an sich schon sehr erstaunlich. Wir sollten den Rosen noch ein wenig Zeit geben, sodass sie weiter Nährstoffe aufnehmen können, um dann zu erblühen. Das ist auch besser für die Rosen selbst. Außerdem bin ich euch bereits sehr dankbar dafür, für die Hilfe, die ihr mir heute erwiesen habt. Es wäre unhöflich, euch um noch mehr zu bitten. Wenn ihr später etwas freie Zeit habt, dann könnt ihr gerne vorbeikommen und sie euch anschauen. Tja. Verbannter Keimen. 30 Urgestein gab's dafür? Was ist das denn jetzt für eine Mission gewesen? Aber gut, das bringt uns jetzt wenigstens auch in der Lage, ein letztes Mal den Zaino-Banner zu nutzen. Tja, hat leider nicht gerade sehr gut geklappt. Aber gut, wo zum Henker ist jetzt Candace? Ein Vierer-Duell. Die Sache ist immer noch nicht zu Ende. Aber dass er diese Quest einfach so anging.
ohne dass ich was gedrückt habe. Das war schon irgendwie jetzt eigenartig. Aber gut, mir sollte das Ganze jetzt recht sein. Dann kümmern wir uns jetzt einfach mal kurz mal schnell um den Rest hier. Als ihr euch dem Haus des Dorfvorstehers nähert, bitte Sino irgendwas. Sino is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Ah, you're back already. We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isak? I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew this would happen? Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. He really wants to get his grandfather back. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city. He was raised by his grandfather. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isak thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather, and thus often spied on the man. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. One summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. He even noticed Isak hiding in the distance. So Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village, where he patiently taught the boy the names of the stars, and accompanied Isak until he fell asleep. The next morning, Isak woke up and wanted to go find his grandpa again, only to realize his grandpa no longer recognized him. However, even so, Grandpa retained his calm expression. It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world, almost as if he were sleepwalking. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace, and would follow him all the time, asking him things like, "Grandpa, want me to take you somewhere fun?" Or, "Grandpa, could you tell me stories about the stars again?" All this somehow just makes Paimon feel really sad. It seems like they both deserve so much better. Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. But even so, we must still continue on with our lives. It's also my reason for fighting. I must continue to protect this land. Tja, sieht aus, als würde sich Nahida hinter dem aufgeweckten Opa verbergen. Sie sollte auch diejenige sein, die die Schmerzen der wahnsinnigen Gelehrten lindert. Von Sinos Gesichtsausdruck zu urteilen, sollte er auch darauf gekommen sein. Maybe the people have always had a considerate God watching over them. Huh? What did you say, Sino? No, nothing. As long as Esau keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Please accept my thanks on Isak's behalf, Sino. So, gut, damit hat sich das Ganze jetzt ja schon mal bestätigt. Außerdem kann ich mir jetzt auch denken, weshalb die wahnsinnigen Gelehrten entführt wurden oder verschwunden sind. Sie besitzen immerhin eine Verbindung zum Dendro-Arkon. Und die Gelehrten von Sumero und natürlich auch der Doktor wollen diese Verbindung sicherlich irgendwie nutzen. Na,
um mit Irminsul in Kontakt zu treten. Ist ja jetzt auch irgendwie wieder offensichtlich. Die wollen die quasi als Medium theoretisch benutzen. Denke ich mir. Und wenn jetzt sowieso noch ein dritter Gelehrter hinzukommt, Hey, Isak. dann sind es auf jeden Fall jetzt die 3 Weisen für den nächsten Akt Oh, it's you guys. des 3. Kapitels. We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. Really? Wow. Thank you so much. Tja, deinem Opa geht es bestimmt gut. All right. Let's ask the local residents some questions first. Tja, so weit waren wir jetzt ja leider noch nicht. Ach, sieh mal an, jetzt ist der 3. Akt vorbei. Das ging ja schnell. Tja, vermisste Dorfwächter, fragt die Einheimischen nach Informationen. Tja, meinetwegen. Excuse me. Did you happen to see where the missing scholars went? You mean the village keepers? Oh, let me think. When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road, muttering away and eating mushrooms and tree roots. They shouldn't go around eating that kind of stuff. Okay. Did you notice anything else? Anything else? No, I think that's all I have to tell you. Sorry. Tja, das war, sag schon mal, nicht gerade sehr hilfreich. The scholars that have gone missing. Have you seen them? Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. Don't change the subject. Right. You were asking about the the mad scholars. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. You mean that nice man who looks like your grandpa's long-lost twin, right? He was actually the one who protected my house. I saw it with my own eyes. He happened to be staying near my house that day and was doing something with his hands on the ground. It still feels pretty surreal now that I think back on it. Did someone teach them how to do that? Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for others. I'm pretty sure that if I ever went mad, I wouldn't be able to do anything like that. Gotcha. Thank you. Ja, das bringt uns jetzt leider, sag noch nicht allzu weit, muss ich leider sagen. Unsere Informationen sind jetzt, sag noch wirklich ein bisschen beschränkt jetzt. Sir, have you seen my grandpa recently? You know, the one who likes to sit and space out near the village entrance. Oh, well, if it isn't Isak. Oh, your grandpa, huh? It's been a while. The last time I saw him, he was spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's really quite terrified of them. And speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough mora.
might explain why she's always mad at me. Oh, thank you. Thank you for taking care of him. It was nothing. Hey, you're looking for him, right? Did he go for a walk and get lost? Yeah. Ooh, that's no good. Well, once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you. I've known you since you were very young. So as far as I'm concerned, you're family. Please feel free to come by anytime. Wow, what a nice guy. Okay, thank you, sir. Sino, was ist los? Werden wir beobachtet? Don't say anything for now. Isak, stay here. Let's head over there. Stay quiet as you move. Wir werden also beobachtet. Von der Gold... König Deshret und die 3 Heiligen. Die 3 Heiligen? Jetzt sagt nicht mehr die 3 Weisen. Interessant. Listen, see if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty Scarlet King, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Yes, of course I have. The Scarlet King is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of the Scarlet King's civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and the Scarlet King. Isn't it a sign of the Scarlet King's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for the Scarlet King's resurrection. Huh. Now that you say it, that does make some sense. Does this mean our lives are finally going to take a turn for the better? Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Now, repeat everything you've just said from the very beginning. Huh? Who are you? Where did you come from? My patience is running thin. You heard what I asked. Yeah! Bro, this guy's something else. Just look at his eyes. One wrong move, and he's gonna flay us alive. Let's not get on his bad side, okay? I am no match for this guy. Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Tell me about the Scarlet King's resurrection. Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madmen will disappear, and that the Scarlet King will return to this land. I'm not making this up, I swear! Hey, go on, keep talking. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academia. They keep sending us all their mad scholars and won't let us have a good life. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. We're all praying for the Scarlet King's speedy return. Delavar also said that once the Scarlet King returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. They're all willing to serve under the Scarlet King and fight for a share of the glory. Is that so? Seems like he still wants to know more. Keep talking. Got it. At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad scholars vanished without a trace, just as the rumors said. Please don't beat me up just for mentioning these rumors. If I'm guilty, then everyone else around here is also guilty. I'm just saying what the others said. The people here really like the Scarlet King, but dislike the Dendro Archon. Tja, eher die Akademie als ein Dendro-Archon. Where is this radical person you talked about?
I haven't run into him over the past few days, so he probably hasn't been around the village. What about you, man? Have you seen him at all? No, not at all. We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. All we know are their names. I have many ways to stop you from talking. And many others to stop you from sending warning messages. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish, and even Candace won't be able to protect you. Yes, got it. We'll do just as you say. That scared Paimon half to death. Sino is pretty terrifying. Gut, dass ich nicht zu deinen Feinden gehöre. He didn't try to reassure us at all. It's like he's used to hearing that. Oh, Paimon bets lots of people have told him that before. Dann darfst du ihn nicht weiter provozieren. I heard that. Sorry. Entschuldigung. It's part of being a Matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead. But we need to check a few more places. Gehen wir zuerst zu den Häusern der Gelehrten. Very well. Isaac! I'm here. Where's your grandpa's house? Well, I can take you there. Just follow me. Okay, suchen wir weitere Informationen auf. Wonderful new life. Tja, weitere Informationen bitte. Okay, einen Augenblick noch. So, wollen wir erstmal die weiteren Informationen jetzt mal uns holen, aber ansonsten würde ich dann erst gleich auch erstmal den Part beenden. Grandpa? Oh, he likes to be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then, he yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. But he's a good person, really. I know he is. I swear, he's just like my real grandpa. Mein Gott, nochmal, wie weit haben denn die Gelehrten vom Dorf transportiert? Oder einquartiert? Well, this is where Grandpa usually stays. There sure isn't much here. Dieser Geruch. Sag mir nicht. Sino, riechst du auch Weihrauch? No. Incense? Please don't say it's the same one as before. Genau, das Ding von früher. But are you okay? Are you getting dizzy or need to lie down? There's a scent that you can sense, but I can't. A certain traveler here once passed out from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. And then he gave us a long lecture to explain all about how it worked. So, you know Tainari. Huh? You know him too? Are you two friends? Yes. Now that I concentrate, I can also make out the scent of incense. Wait, surely Tainari didn't lecture you too? No. No need. Ach, der Geruch behagt mir nicht. Did you first encounter this scent at Tainari's house? Naja, im Wald, in dem eine Gelehrte ihre Ausbildung machte. In the forest. From a scholar. Tja, suchen wir nach weiteren Hinweisen. Und das ist, denke ich, jetzt wirklich mal der ideale Augenblick, wo wir dann jetzt erstmal vorerst den heutigen Part beenden werden und im nächsten Part, ja, nach weiteren Informationen suchen. Dann werden wir wohl auch auf alle Fälle in Richtung Wüste aufbrechen. Zu neuen, weiteren Abenteuern und vor allem auch zu neuen Gegnern. Bis dann und ciao bis dahin.